Ja, das nächste ist ein Hobby der sehr besonderen Art, auf jeden Fall ein bisschen anders und vielleicht ist es eigentlich schon eine ganze Lebenseinstellung. Denn sich einfach aufs Motorrad schwingen und durch die ganze Welt reisen, das für 2 Jahre und durch 30 Länder, das haben 2 Hessen gemacht und diese Wahnsinnsreise gewagt. Und natürlich hat man da jede Menge Erlebnisse, die man mit nach Hause nimmt. Eine Abenteuerreise auf Motorrädern. Joshua und Johanna aus dem hessischen Wetzlos im Haunetal sind 2 Jahre lang unterwegs. Über 95.000 Kilometer reisen sie durch Afrika und Asien. Treffen auf Menschen, Kulturen, überwinden Hürden und kommen mit neuen Erfahrungen wieder zurück in ihre Heimat. Es ist Anfang 2020, als Erzieherin Johanna ihren Job in einer Kita und Joshua seine Anstellung beim DRK kündigen. Nach monatelanger Planung starten sie ihre Tour. Los geht es Richtung Italien, dann weiter mit der Fähre nach Tunesien. Dort müssen sie eine Entscheidung treffen. Reise abbrechen oder fliegen? Und dann ist die Antwort natürlich klar. Von Tunesien nach Ägypten und von Sudan nach Kenia mussten wir fliegen, 2-mal wegen Bürgerkrieg. Du musst halt irgendwie deine eigene Palette bauen, damit der Gabelstapler fähig ist, die Motorräder zu heben. Und das Ganze muss leicht und kompakt sein. Unter neugierigen Blicken der Einheimischen baut Joshua die Palettenbox und zerlegt die beiden Motorräder bis zur letzten Schraube in ihre Einzelteile. Wir haben das irgendwie bis auf 130 Kilo runterbekommen, indem wir teilweise Kette und Ritzel und so mit in unser Gepäck genommen haben, weil das dann nicht extra gekostet hat. Dann geht es endlich weiter. Ihre Anstrengungen werden belohnt. Insgesamt 30 Länder in 734 Tagen. Beeindruckende Landschaften und geschlafen wird natürlich draußen im Zelt. Mit ihren Enduros namens Eleanor und Bilbo machen die 32-Jährige und der 31-Jährige neue Bekanntschaften und sie haben auch skurrile Begegnungen. Ihre Reisen finanzieren sie durch Ersparnisse, leben vor Ort sehr bescheiden von knapp 1.000 € im Monat. Kennengelernt haben sich Johanna und Joshua bei einem Erste-Hilfe-Kurs in ihrer Heimat. Die 24-monatige Motorradreise ist bereits ihre 2. große gemeinsame Tour. Also es gibt auf jeden Fall Momente des Streits. Ich meine, wenn du 24/7 wirklich zusammen bist, klar gibt's dann Spannungen. Und es gab Tage, da sind wir getrennt gefahren tatsächlich. Aber das Ding ist, wir haben nur ein Zelt. Das heißt, abends muss man sich dann doch wieder treffen am verabredeten Zeitpunkt. Aber der Streit, der war nie so schlimm, als dass jetzt jemand gesagt hätte, ich fliege heim oder ich fahre eine andere Tour. Also das schweißt auf jeden Fall zusammen. Seit 3 Monaten sind sie wieder in Wetzlos, haben sich kurz nach der Rückkehr das Ja-Wort gegeben. Ja, also ich habe sie geheiratet, nicht das Motorrad. Ja, wir haben ganz spontan geheiratet hier bei uns auf der Gemeinde. Sind da natürlich stilecht mit dem Motorrad hingefahren. Die ganze Sache an sich ist ja irgendwie in 1/4 Stunde, 20 Minuten erledigt. Und dann sind wir mit dem Motorrad wieder heimgefahren. Und haben uns dann abends schön mit der Familie getroffen und zusammen gegessen. Dann wieder zurück nach Die größte Herausforderung für beide ist jetzt, wieder dauerhaft hier zu leben. Johanna und Joshua von Wetzlos in die weite Welt und wieder zurück. Ja, gerade noch im Film, jetzt bei uns hier auf den Sesseln im Studio. Johanna und Joshua, schön, dass ihr da seid. Also, wenn man diese Bilder sieht, das ist ja schon Wahnsinn. Was für eine Beziehung müsst ihr zu euren Motorrädern eigentlich haben, wenn die euch 2 Jahre lang um die ganze Welt begleiten? Eine sehr intensive Beziehung. Sie haben ja auch Namen, also das sagt ja schon einiges. Wie heißen die? Mein Motorrad heißt Bilbo und seins heißt Eleanor. Okay, haben die Namen irgendeine Geschichte? Oder war das einfach nur so ein Impuls? Eleanor ist aus dem Film 60 Sekunden, Nicolas Cage. Quasi so die Krönung der Technik des Films und heißt Die Schöne. Und als ich das Moped gesehen und zurechtgemacht habe, klar, da habe ich gedacht, das passt. Die Schöne. Jetzt nicht mehr, nach der langen Zeit durch Afrika ist die ein bisschen verkratzt, die Schöne. Aber das macht sie eigentlich nur noch Ich wollte gerade sagen, einige Macken kriegt man ja selber im Leben auch ab, oder?
In den 2 Jahren wahrscheinlich bei euch ja auch. Wenn wir uns die Ausrüstung angucken, natürlich am wichtigsten sind eure Maschinen. Aber was habt ihr sonst noch mit dabei? Man muss ja auch in der Lage sein, zwischendurch mal ein paar Reparaturen machen zu können. Ne? Hier liegt so ein bisschen was parat. Was ist eure Basic-Ausrüstung dafür? Ja, also was Reparaturen angeht, ist es nicht so viel, weil die Maschinen sind klein, technisch einfach, sehr zuverlässig. Und das ist ja nur ein 250 Kubik Einzylinder, also ja, Schlüssel von 10 bis 24, Schraubendreher, Gripzange, Hammer und ein kleines Bit-Set. Ja, und ansonsten gibt es ja auch vor Ort Möglichkeiten, das zu reparieren. Die Leute sind ja sehr hilfsbereit. Und wenn das, was man da auf dem Tisch hat, nicht ausreicht, dann findet man irgendwann eine Werkstatt oder fährt zu zweit auf einem Moped, holt Hilfe. Geht schon. Man kriegt es irgendwie gebacken, ne? In Ja. der Not sowieso wahrscheinlich. Es ist ja nicht nur wenig, was ihr dann an Werkzeug dabei hattet, sondern auch sehr wenig an Gepäck. Was hattet ihr dabei? Also das Motorrad hat 2 Satteltaschen und eine Gepäckrolle hinten drauf. Und das war's eigentlich. Also da ist so ein kleiner Sack Klamotten drin. Ja. Dann natürlich Zelt, Schlafsack, Matte pro Nase einmal und Also für 2 Jahre, ich tue mich schwer für ein Wochenende damit. Also von daher, ich man wette, wächst da sind auch einige da draußen, denen es ähnlich geht. Wie habt ihr euch denn da beschränkt? ich weiß nicht, man wächst mit seinen Aufgaben. Also du brauchst eigentlich für eine Weltreise nicht mehr als für ein Wochenende. Ja. Weil, klar, du kannst ja klamottentechnisch ja auch waschen. Also hast du 4 Socken dabei, kannst du 2 tragen, 2 kannst du waschen. Du hängst dann die Satteltasche in den Wind, dann flattern die ein bisschen und bei passendem Klima sind die nach 10 Minuten trocken. So, hast du wieder 2 Paar. Okay, ich verstehe. Das ist auf jeden Fall pragmatisch und es ist weit entfernt von einer Luxusreise, würde man sagen. Ne? Ging es auch darum, dass ihr mal ganz einfach unterwegs sein wolltet? Was heißt, ging es darum? Aber es ist einfach so auf der Reise. Und zwar klar, wir nehmen wenig mit, weil man braucht einfach auf der Straße nicht viel. Und es ist dann sogar so, dass man noch mehr aussortiert. Also ich habe immer während der 2 Jahre immer mal wieder Klamotten oder irgendwas aussortiert. Wenn ich es länger als 4 Wochen nicht anhatte oder halt nach Hause geschickt mit Freunden, wenn es irgendwie möglich war. Weil man braucht es einfach nicht. Man hat zum Fahren immer die gleichen Klamotten an und dann für die Freizeit auch immer die gleichen. Also Hätte man ja gar nicht mit gerechnet, ne? Wenn Ja. man schon, du hast es eben gezeigt, nur so ein kleines Päckchen quasi dabei hat, dass man dann noch Sachen zu viel hat, die man eigentlich gar nicht benötigt. Gehen wir mal zu dem emotionaleren Punkt der Reise, weg von Gepäck und Werkzeug und so weiter. Was ist ein Punkt, Joshua, was hat dich am meisten begeistert auf der Reise? Ist das überhaupt in Worte zu fassen? Es ist schwer, weil es sind meist emotionale Momente und geknüpft an die Menschen vor Ort. Also das Faszinierende waren die Menschen, die uns begegnet sind und wie sie uns begegnet sind. Mit einer herzlichen Offenheit, bereit, alles zu teilen, was sie haben, obwohl das nicht so viel ist, wie wir haben. Und du vergisst es nicht, wie die Leute da drauf sind. Unser Vorredner hier, der Harry Weiß, war das richtig, hat schon gesagt, ja, es gibt viele Menschen, die leben in Zelten. Und das ist natürlich erstmal traurig, aber was ich noch viel faszinierender finde, nicht diese Traurigkeit, diese Armut, sondern wenn du diese Armut hast, wie die Menschen da noch zusammenhalten und wie die Menschen das Wenige, was sie haben, auch noch teilen und das irgendwie mit einem Lächeln. Das heißt, wie sind die verändert Leute einen. da auf euch zugegangen? Ja, egal wo du anhältst, wo du dein Moped abstellst, kommen die Leute erstmal, weil du bist ja was Interessantes. Ja, da klar. gibt es noch nicht so Und der viele Hund. Fernseher wie bei uns und dann kommen die und du bist für die wie Nachrichten und die fragen dich, ja, wo kommst du her, wie geht's dir? Manchmal in Sprachen, die du nicht verstehst, aber wollen die Leute sich unterhalten, nutzen sie Hände und Füße und du weißt irgendwie, was sie wollen. Und dann kommst du ins Gespräch und dann wirst du eingeladen zum Tee und Chai, ne, das versteht man auf der ganzen Welt. Das ist mittlerweile ja für uns am Anfang sehr skeptisch. Ne, man ist vorsichtig, fremde Menschen, fremdes Land, fremder Glaube. Aber nachdem du auf die 3. Einladung eingegangen bist und die 4. und die 5. und du merkst, hey, die wollen echt nur einen Tee trinken und dich willkommen heißen, ja, dann sitzt du, redest, philosophierst mit den Menschen und bist einfach fasziniert. Es gab ja eine Familie, mit der ein ganz besonderer Kontakt entstanden ist. Magst du mal ganz kurz erzählen, was das für eine Familie war? Ja, das war im Sudan. Eigentlich auch, wir waren in einer richtig blöden Situation. Äthiopien hat die Grenzen vor unserer Nase zugemacht.
und wir kamen nicht weiter. Das heißt, wir mussten zurückfahren in die Hauptstadt nach Khartoum. Und den englischsprachigen Kontakt, den wir da hatten, von der Frau namens Hatun, sagte, macht euch keine Sorgen, ihr kommt erst mal zu mir und könnt euer Zelt im Garten aufbauen. Und das haben wir dann gemacht. Und naja, Ende vom Lied war, wir waren 3 Wochen dort und haben das schönste Zimmer im Haus bekommen und waren die Ehrengäste und wurden einfach behandelt wie Familienmitglieder. Wir durften nichts kaufen, nichts kochen, nichts machen. Und da ist eine enge Freundschaft entstanden. Ich meine, klar, wenn man 3 Wochen da lebt, bekommt man einen ganz anderen Einblick, als wenn man jetzt nur 3 Wochen auf dem Motorrad durch das Land fährt. Ja, klar. Und wir haben einen guten Einblick in die Kultur bekommen. Und ja, das war einfach Wahnsinn. Ich meine, es ist fraglich, ob man hier in Deutschland, wenn da irgendein dahergelaufener kommt, jemand finden würde, der einen 3 Wochen einfach mal so aufnimmt. Über Landschaft und Tiere sprechen wir nachher. Wir müssen jetzt einen kurzen Break machen, aber ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch noch weiterführen können in der 2. Stunde. Johanna und Joshua von Wetzlos in die weite Welt und wieder zurück. Ja, Wahnsinnsbilder. Joshua und Johanna Steinberg sind jetzt auch bei uns hier auf den Sesseln zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Wir haben in der 1. Stunde schon ein bisschen geplaudert und gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter rein. 30 Länder habt ihr überall einen Haken dran gemacht auf dieser Reise. Welche Länder waren das alles? Also du musst jetzt nicht alle 30 aufzählen, aber worüber reden wir ungefähr? Also wir sind an der Ostküste Afrikas runtergefahren, also Ägypten, Sudan, Kenia, Tansania, dann das südliche Afrika, Namibia, Südafrika, Mosambik, Zimbabwe, Botswana und dann noch ein Stück Asien, Türkei, Iran, Armenien, Georgien und durch den Balkan dann zurück. Das wäre jetzt nicht die klassischste Route, die ich so im Kopf hätte. Wie kommt man auf die Idee, Joshua? Also eigentlich wird man ja so ein bisschen vom Wind getrieben. Also man kann natürlich nicht eine 2-jährige Weltreise akribisch planen. Man möchte das gerne, gerade als Deutscher möchte man gerne planen, aber... Ich kann es auch voll nachvollziehen, ich bin eine Riesenplanerin. Also es funktioniert außerhalb Europas einfach nicht. Der Plan wird nicht funktionieren. Ja. Also brauchst du auch keinen groß machen. Du fährst los und guckst, welche Grenzen sind gerade offen, wo kriegst du ein Visum, wo gehen sie sich gerade mal wieder an die Gurgel, wo kann man durchfahren, was macht Covid? Wir sind ja auch quasi während dieser schwierigen Zeit unterwegs gewesen. Also 1000 Faktoren und man muss damit leben, dass man nicht alles in der Hand hat. Man muss Dinge einfach akzeptieren und da drumherum manövrieren. Sonst wird man sich nur ärgern, dass es halt nicht so möglich ist, wie man das geplant hat. Das ist ja jetzt keine Reise, wo ihr kofferweise Sachen mitschleppen konntet, also nicht unbedingt viel Luxus dabei hattet. Johanna, was war dein größter Luxusartikel, den du als solchen empfunden hast auf der Reise? Mein größter Luxusartikel. Wir hatten immer die Diskussion über unsere Waschtasche, also wo so Kosmetik und so drin sind. Er sagte immer, die ist viel zu groß. Aber da war für uns für uns alle beide alles drin. Also inklusive auch Medikamente oder so. Ja, braucht man schon irgendwie so ein bisschen. Also Waschtasche fällt in dem Moment schon unter den Punkt Luxus, das muss man sich mal vorstellen. Man darf es ja auch nicht vergessen, die Ausrüstung war sehr, sehr rudimentär, die ihr dabei hattet. Ne? Mit wenig Gepäck wart ihr unterwegs. Vielleicht gehen wir noch mal drauf ein, was ihr dabei gehabt habt. Da vorne ist ein bisschen was aufgebaut bei uns. Pro Motorrad 2 Satteltaschen, A32 Liter und eine Hecktasche, ungefähr dasselbe Volumen, die aber nur voll war, wenn wir in sehr abgelegenen Gegenden waren und mehr Wasser und Nahrung brauchten, als wir normalerweise mitführen, also für mehrere Tage. Wenn du sagst 32 Liter, das ist ja schon echt nicht viel, ne? Diese Einfrierbeutelchen, die haben ja schon 3 Liter, diese ganz kleinen, die man nehmen kann. Wenn man sich vorstellt, das sind einfach nur 10-mal diese Beutelchen, das ist nicht viel Fassungsvermögen, ne? Wie schwer ist es gefallen, das zu beschränken, was man mitnimmt und was man dabei hat? Nicht schwer. Also was man vermisst auf der Reise, das nicht der Luxus, das Material, was man daheim hat, sondern eher die Menschen und die Heimat als solche. Also ich weiß nicht, wie gesagt, wir haben ständig weniger Zeug dabei gehabt. Also wir haben das nicht vermisst, muss ich sagen. Tut das richtig gut, auch mal ohne sozusagen Ballast wortwörtlich unterwegs zu sein? Da wir nichts vermisst haben, ja. Wie ist das denn eigentlich? Die Maschinen, die ihr habt, die heißen Eleanor?
Eleanor und Bilbo, ne? Wie gut haben die euch durch die Welt getragen? Hat das gut funktioniert? Gab es kurz mal eine Panne irgendwo? Was musstet ihr tun? Ich weiß nicht, wer von euch ist der Beauftragte für die Maschinen in dieser Geschichte? Der Joshua. Okay. Ich wahrscheinlich, ja. Also wir hatten 95.000 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Und eigentlich haben wir im Wesentlichen Erstmal. nichts gemacht, außer alle 12.000 Kilometer Ölwechsel, alle 24 Filter. Alles selbst gemacht, präzise und auch mit viel Liebe. Und der einzige Defekt, den wir hatten, war bei mir ein defektes Zündschloss, weil Wasser reingelaufen ist. Das war mein Fehler. Ich habe den Schlüssel stecken lassen über Nacht bei Regen. Okay. Und eine durchgebrannte Lichtmaschine im Iran bei 50 Grad im Schatten. Also auch das irgendwie verzeihlich. Nächsten Nachmittag war die Lichtmaschine neu gewickelt. Die sind dort handwerklich sehr begabt. Ja. Das Moped lief weiter. Und das läuft bis jetzt und hat jetzt Klopfen wir direkt auf 110.000 Holz hier, ne? Kilometer runter. Ist halt eine kleine Honda, die gehen halt nicht kaputt. Also kann man nichts machen. Ja, Wahnsinn. Also, dass ihr damit um die Welt gekommen seid und relativ wenig Schaden dran hattet, ist natürlich auch vielleicht auch ein bisschen Glück. In Namibia seid ihr ja auch gewesen. Wie nah kamt ihr da an die Tiere dran? Das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt der Reise, neben den Aspekten der Menschen, die ihr dort getroffen habt. Sehr nah tatsächlich. Also klar, du hast in Afrika die Nationalparks, wo du reinfahren kannst. Da darf man aber nicht mit Motorrädern rein. Ja. Das war für uns dann immer ein bisschen schwierig, weil wir mussten dann jemanden finden oder ein Auto finden. Aber in Namibia gibt es auch Gegenden, wo du einfach mitten durchs Nirgendwo fährst und auf einmal steht ein Nashorn neben dir oder eine Giraffe. Die Aufnahmen, die gerade eingeblendet werden, die sind tatsächlich von euch, ne? Das Ja. sind jetzt nicht irgendwelche Tierfotografen, sondern die habt ihr unterwegs gemacht. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so nah rankommt? Das ist schon ein tolles Gefühl. Also gerade manchmal ist es auch beängstigend, wenn so ein Elefantenbulle dann vor einem steht und mit den Ohren wedelt. Da hat man dann doch den Finger am Startknopf, falls er mal irgendwie angreift oder so. Aber das ist ein wahnsinniges Gefühl. Afrika ist so weit und wenn diese Tiere dann vor dir stehen, ja. Gab es irgendwelche anderen schwierigen Momente, Joshua? Außer Naja. jetzt so ein Bulle? Mit Tieren eigentlich nicht. Also wenn wir Probleme hatten, dann war das meist mit Uniformierten. Also solche, die dann ihre Position und ihre Macht ausnutzen als Polizist, Militär, Zöllner. Und ja, dann merkt man halt, dass man in diesem Land diesen Leuten halt auch ausgeliefert ist. Die meisten sind super nett, aber wenn solche Leute sich dann halt querstellen oder dir zeigen wollen, wer am längeren Hebel sitzt, dann sitzen sie halt am längeren Hebel und das lassen sie dich gerne spüren. Und das sind halt Länder, in denen das ja auch schnell mal kritisch werden kann. Wir sind jetzt beim Bürokratischeren angelangt. Wie ist das denn eigentlich mit Straßenverkehr und den Regeln und so weiter? Das ist doch in jedem Land anders. Frage, gibt es überhaupt überall Regeln? Wie sind da eure Erfahrungen? Also für Motorradfahrer gibt es eigentlich so gut wie gar keine Regeln. Du fährst immer irgendwie irgendwo durch und der Straßenverkehr, wenn man es nicht gewohnt ist, er ist total chaotisch. Also man muss sich darauf einstellen, dass es am besten klappt, wenn man einfach gar nicht in den Rückspiegel guckt, sondern immer nur fährt, weil die fahren so nach dem Prinzip, die gucken nach vorne. Das heißt, sie sehen schon, was vor einem passiert und die lassen dich dann auch einfach rein. Ja. Also man muss sagen, wenn man so ein bisschen Mut zusammennimmt und vielleicht auch ein bisschen mehr für den einen oder anderen, dann kann man so eine unglaublich tolle Erfahrung machen. Also Erfahrung ist ja noch nicht mal genug gesagt an der Stelle eigentlich. Ne? Es sind ja unzählige tolle Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und die teilt ihr auch, Joanna und Joshua. Die Weltreise, darüber habt ihr ein Buch geschrieben, das ist das eine. Und ihr stellt das im Moment auch vor. Zusammengefasst in dem ganzen Buch. Die Vortragsreise, die gibt es zum Beispiel übermorgen in Haunetal. Da können Sie vorbeischauen. Vielen Dank für den Besuch. Schön, dass Sie da gewesen sind.